In diesem Jahr geht es mit den Motorrädern ins Baltikum. Zuerst müssen wir zum Fähranleger der Reederei DFDS Seaways nach Kiel. Wir treffen Ulla und Holgi in Varel und machen uns auf den gemeinsamen Weg nach Schleswig-Holstein. Bei Wischhafen setzen wir mit der Autofähre nach Glückstadt über die Elbe. Leider geht es Holgi gesundheitlich nicht so gut und so muss eine türkische Ibuprofen zur gesundheitlichen Unterstützung ihre Dienste verrichten. Nachdem wir am Fährhafen angekommen sind, werden wir nach dem Einchecken direkt in unsere Reihe eingewiesen. Dann geht es endlich los und wir fahren zusammen mit ein paar russischen Bikern unter Deck auf unsere Position. Jetzt heißt es Kabinen beziehen und raus auf Sonnendeck, um der Fähre beim Auslaufen aus Kiel zuzusehen. Nach ca. 19 Stunden Fahrzeit erreichen wir mit der 2010 gebauten Regina Seaways den Hafen von Klaipėda. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war Klaipėda eine deutsche Stadt mit dem Namen Memel.
In Klaipėda befindet sich heute der mit Abstand wichtigste Seehafen Litauens. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Kurische Nehrung in Sichtweite. Klaipėda empfängt uns mit sonnigem Wetter und wir fahren direkt zu unserer Unterkunft, dem Memel Hotel. Unsere Bikes können wir im abgeschlossenen Innenhof des Hotels parken. Das Abendessen nehmen wir in der nahegelegenen Friedrich-Passage zu uns. Ein wirklich toller Tipp für leckeres Essen in gemütlicher Atmosphäre. Nach einer erholsamen Nacht soll es heute auf die Kurische Nehrung gehen. Die Kurische Nehrung erreichen wir per Auto und Personenfähre vom Fähranleger Klaipėda zum Fähranleger Smeltine in wenigen Minuten. Die Kurische Nehrung ist eine knapp 100 Kilometer in die Ostsee ragende Landzunge, die etwa je zur Hälfte zu Litauen und der Russischen Föderation gehört. Da die russische Seite nur per Visum zugänglich ist, ist für den normalen Touristen nach etwa 50 Kilometern in Nida Endstation. Beide Länder haben das Gebiet zum Nationalpark erklärt. Beschauliche Fischerorte, lichte Kiefernwälder, das ruhige kurische Haff auf der einen und die rauschende Ostsee auf der anderen Seite. Und natürlich die berühmten Sanddünen. Die ehemalige Künstlerkolonie Nida, früher Nidden, ist der Hauptort der Nehrung. Nida ist hübsch anzusehen. Bunte Fischerhäuschen, hübsch bepflanzte Gärten, gemütliche Restaurants und Cafés, die zu deftigem Essen und Kuchen einladen. Und an unzähligen Marktständen werden Bernsteinschmuck und andere Souvenirs angeboten. Hier und da macht ein Schild aufmerksam auf Rūkytą žuvis, geräucherten Fisch. Unbedingt probieren. Die Kurische Nehrung lockt mit einer atemberaubenden Natur und seinen hübschen Fischerdörfern. Im Fischerdorf Juotkrantje, dem früheren Schwarzort, machen wir noch eine Kaffeepause in der herrlich warmen Sommersonne. Bunte Fischerhäuschen und schmucke Holzvillen prägen heute das Bild des Fischerdorfes und die Promenade lädt zum Flanieren am Haff ein. Die Kurische Nehrung punktet mit kilometerlangen Sandstränden, von deren Qualität wir uns selber überzeugen dürfen. Einfach nur traumhaft.
Gentleman. Der erste Tag am Strand hier mit unserer neuen Strandhose. Wir haben uns extra mal neu eingekleidet, haben gesagt, aktuell ist Strandhose in und die tragen wir natürlich auch und genießen das herrliche Wetter. Wir setzen mit der Fähre wieder aufs Festland über, da wir noch einen kleinen Abstecher ins 20 Kilometer entfernte Palanga machen wollen. In Palanga besuchen wir das Bernsteinmuseum, das sich in einem 1897 erbauten Schloss befindet, welches von einem sehenswerten Schlossgarten umgeben ist. Das Museum besitzt eine große Anzahl von Exponaten mit Inklusen sowie Muster versteinerter Baumharze aus aller Welt. Heute fahren wir von Klaipėda in die litauische Hauptstadt Vilnius. Auffallend ist für uns die traditionelle Holzbauweise der Häuser auf dem Land, wo sich die Dörfer oft links und rechts der Straße entlang ziehen. Das größte Land der 3 baltischen Staaten hat dem Besucher viel zu bieten. Die Straßen sind gut ausgebaut und die Natur noch ziemlich unberührt. Gut zu sehen ist das vor allem an den vielen Störchen, für die Litauen bekannt ist und die wir unterwegs zuhauf zu sehen bekommen. ...20 Kilometer westlich von Vilnius erreichen wir den kleinen Urlaubsort Trakai. Hier im Galvesee liegt die Wasserburg Trakai, die über eine Holzbrücke erreichbar ist und die wir uns heute noch ansehen möchten. Die Burg Trakai ist eine spätmittelalterliche Wasserburg. Die Anlage zählt heute zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Litauen und wird als Museum genutzt.
Wir erreichen unser heutiges Tagesziel und quartieren uns in das Comfort Hotel Rock'n'Roll Vilnius ein. Nach dem Frühstück besuchen wir die Innenstadt von Vilnius. Die Hauptstadt ist für seine Barockarchitektur bekannt, die sich besonders in der mittelalterlichen Altstadt zeigt. Die Gebäude an diesen zum Teil mit Kopfsteinpflastern belegten Straßen spiegeln jedoch unterschiedliche Stile und Zeiten wider. Wir erreichen die St. Stanislaus-Kathedrale, die auf den ersten Blick eher wie ein griechischer Tempel wirkt. Der Turm steht, wie bei vielen Kirchen im Baltikum, separat. Gegen Mittag satteln wir unsere Bikes, um unser nächstes Ziel Marcienas in Lettland anzusteuern. Erneut säumen viele Storchennester mit Nachwuchs unseren Weg. Unvermittelt begrüßt uns Lettland am Grenzübergang mit einer unerwartet auftauchenden Schotterpiste, die aber nach wenigen Kilometern wieder in Asphalt übergeht. In Marcienas begrüßt uns das Marcienas Muiža und Spa Hotel. Das wirklich schön und ruhig gelegene Hotel befindet sich im Gutshof einer ehemaligen deutsch-baltischen Adelsfamilie. Da wir fast die einzigen Gäste des Hauses sind, werden wir rührig umsorgt und genießen ein hervorragendes Abendessen.
Nachdem Ulla die Störche des Gutshofes noch mit allerlei vegetarischen Leckereien versorgt hat, treiben wir unsere Motorräder wieder auf die Straße, die sich nach wenigen Kilometern erneut in eine ausgemachte Schotterpiste verwandelt. Und für die nächsten gut 40 Kilometer wird sich daran auch nichts ändern. Tatsächlich bestehen alle Straßen in Lettland, abseits der Hauptstraßen, aus Schotterwegen. Wer keine Schotterwege mag, sollte also die Nebenstraßen besser meiden. Viele lettische Landschaften, sowohl an der Küste als auch im Landesinneren, sind nahezu menschenleer und man fühlt sich der Natur sehr nah. Oftmals kommt uns kilometerweit kein Fahrzeug entgegen. Wir erreichen Tartu und beziehen das Art Hotel Pallas. Nach einer erfrischenden Dusche gehen wir in die Innenstadt. Tartu ist nach der Hauptstadt Tallinn die zweitgrößte Stadt in Estland und die Universität Tartu die älteste des Landes. Der Rathausplatz ist sehr schön und großzügig. Wie in einem Großteil von Tartus Altstadt auch hier schicke Jugendstilbauten. Außerdem befindet sich hier der Brunnen der küssenden Studenten, der weit über die Grenzen Tartus bekannt ist. Wir genießen noch die abendliche Sommerwärme am Fluss Emajogi mit ein paar Bier, bevor es am unteren Ende des Rathausplatzes am Schiefen Haus vorbeigeht. Nach dem Frühstück und morgendlichen Späßen mit Zipfelmützen und einem bekannten Reisewaschmittel begeben wir uns wieder in den Straßenverkehr. Heute wollen wir unser nördlichstes Ziel der Reise, die estnische Hauptstadt Tallinn, erreichen.
Nach nur 190 Kilometern haben wir unser Ziel erreicht und kämpfen uns durch den Großstadtverkehr zu unserem Hotel. Die Zimmer im Kreuzwald Hotel Tallinn sind großzügig und nach der obligatorischen Dusche begeben wir uns auf den Weg in die Altstadt. Wir erreichen zunächst die mittelalterliche Stadtmauer und den Kanonenturm, der den niederdeutschen Namen Kik in de Köök trägt. Von ihm aus soll es damals möglich gewesen sein, in die Küchen der Unterstadt zu schauen. Daher der Name. Dann erreichen wir auf dem Domberg die Alexander Newski-Kathedrale. Die russisch-orthodoxe Kathedrale mit ihren Zwiebeltürmen wurde zwischen 1894 und 1900 erbaut, als Estland Teil des zaristischen Russlands war. Vom Domberg genießt man einen herrlichen Blick über Tallinn. Hier befand sich früher die Oberstadt, die schon immer der Sitz der kirchlichen und weltlichen Fürsten war. Bis 1877 war diese von der Unterstadt Tallinns getrennt. Wir begeben uns über eine lange Treppe in die Unterstadt von Tallinn. Der Rathausplatz liegt im Zentrum der Altstadt von Tallinn, die sich im Mittelalter Reval nannte. Auf ihn münden 8 altstädtische Straßen ein. Dominiert wird der von vielen historischen Bauten umstandene Rathausplatz von dem an seiner Südseite stehenden Rathaus der Stadt. Wir genießen noch die abendliche Atmosphäre in Tallinn, ehe wir zurück in unser Hotel laufen. Der heutige Tag beginnt mit einem hervorragenden Frühstück. Und auch das Wetter zeigt sich wieder von seiner besten Seite und verwöhnt Tallinn mit reichlich Sonnenschein. Wir begeben uns erneut in Tallinns Altstadt, von wo wir unsere Stadterkundung beginnen wollen. Tallinn wurde im frühen Mittelalter gegründet. Heute bietet die Stadt eine aufregende Mischung aus alt und neu. Da Tallinn sehr kompakt ist, kann man in der Stadt praktisch alles zu Fuß entdecken. Die Altstadt Tallinns ist eines der weltweit am besten erhaltenen Stadtzentren aus der Hansezeit. Einst lebten hier wohlhabende Kaufleute aus Deutschland, Dänemark und anderen Ländern. Heute ist die Altstadt von Tallinn sowohl bei ihren Bewohnern als auch ihren Gästen beliebt.
Hier finden sich noch die alten Straßen mit Kopfsteinpflaster, gesäumt von zahlreichen mittelalterlichen Kirchen und grandiosen Häusern der Kaufleute, den Scheunen und Speichern, von denen viele noch aus dem Mittelalter stammen. Deshalb wurde die Altstadt auch von der UNESCO als Weltkulturerbe geehrt. Heute haben den Rathausplatz Händler mit ihren Ständen belegt, die so einige Souvenirs an die Touristen bringen wollen. Wir besichtigen ein begehbares Teilstück der alten Stadtmauer und dessen Türme. Die Tallinner Linner Hall, eine Multifunktionshalle, die zu den Olympischen Sommerspielen 1980 fertiggestellt wurde, bietet vom Dach aus einen Ausblick auf die Ostsee und die Stadt und den gegenüberliegenden Kreuzfahrthafen von Tallinn. Die Stadt gehört zu den 3 beliebtesten Anlaufstellen für Kreuzfahrten in der Ostsee. Zurück in der Altstadt passieren wir den denkmalgeschützten Gebäudekomplex der 3 Schwestern, in dem sich heute ein 5-Sterne-Hotel befindet. Heute verlassen wir wieder Tallinn, um unser letztes Ziel Riga anzusteuern. Durch das neu installierte Freisprechsystem fängt der Helm von Holger derart an zu drücken, dass er es kurzerhand in einen Zippo-Beutel verlagert. Die Geburtsstunde des Cardo-Beutelsystems.
Wir passieren die Grenze zwischen Estland und Lettland, diesmal in entgegengesetzter Richtung. Wenige Kilometer vor Riga passieren wir noch den Gauja Nationalpark. Schließlich erreichen wir Riga, die Hauptstadt Lettlands. Die nächsten 2 Nächte übernachten wir im Riksville Elephant Hotel. Nachdem wir an der Rezeption eingecheckt haben, fahren wir die Bikes zunächst in die sichere Tiefgarage. Danach beziehen wir unsere schönen Hotelzimmer. Den Tag beenden wir gemeinsam im Gastrobereich unseres Hotels mit einem hervorragenden Abendessen. Heute steht uns der ganze Tag in Riga zur freien Verfügung. Nachdem wir die richtige Bushaltestelle gefunden haben, nehmen wir an einer Stadtrundfahrt mit den bekannten roten Hop-on, Hop-off-Bussen teil. Der dominierende Baustil in Riga ist der Jugendstil. Nach der Stadtrundfahrt besuchen wir die Markthallen von Riga. Der Zentralmarkt ist der größte Lebensmittelmarkt Lettlands. Die Auswahl an Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst ist wirklich beeindruckend. Dann geht es für uns in Rigas Altstadt. Die Altstadt ist das Zentrum der Stadt und gleichzeitig ein bei Touristen beliebter Ort für Erholung und Vergnügung. 1997 hat die UNESCO Rigas historisches Zentrum in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die Bremer Stadtmusikanten sind ein Geschenk der Hansestadt Bremen.
Das Schwarzhäupterhaus auf dem Rathausplatz ist ein prächtiges Gildehaus mit schmuckvoller Fassade. Nach der neu erworbenen Unabhängigkeit Lettlands wurde es in Rekordzeit wieder aufgebaut als wiederhergestelltes Wahrzeichen der Stadt und seiner Bürger. Das Schwedentor ist das einzige der 8 Tore, das von der Stadtmauer bis heute erhalten geblieben ist. Es wurde damals einfach durch ein Wohnhaus gebaut. Fast schon ein Jahrhundert lang erhebt sich mitten im Zentrum von Riga das Freiheitsdenkmal Gen Himmel. Das in Granit und Kupfer gehüllte Kunstwerk symbolisiert den Wunsch des lettischen Volkes nach Unabhängigkeit und Freiheit. Wir beenden den Abend im Moonshine. Dabei handelt es sich um ein Musikrestaurant, das mit seinem interessanten amerikanischen Design im Pin-Up-Stil der 50er und 60er Jahre und einer exzellenten Küche überrascht. Hier gibt es täglich Live-Musik. Am nächsten Morgen satteln wir unsere Motorräder, um die letzte Etappe zur Fähre in Angriff zu nehmen. Vorbei an Wald- und Seenlandschaften fahren wir zum Berg der Kreuze, einem weiteren Zwischenziel. Der Berg der Kreuze ist ein katholisch und touristisch geprägter Wallfahrtsort unweit von Šiauliai. Die Pilger pflegen Kreuze auf den Hügel zu stellen, verbunden mit einem Wunsch oder Dank. Mehrere Male wurden die Kreuze durch die Besatzungsmacht der Sowjets mit Bulldozern plattgewalzt. Doch immer stellte die Bevölkerung die Kreuze wieder auf. Wir waren auf jeden Fall, auch als Nicht-Katholiken, ziemlich beeindruckt von diesem Ort.
Als wir in Klaipėda ankommen, feiern die Einwohner zu unserer Überraschung ein Stadtfest. Wir essen noch einmal lecker und fahren dann zum Fähranleger. Nach kurzer Wartezeit geht es dann aufs Schiff. Das Einchecken funktioniert wieder problemlos und nach dem Bezug der Kabinen finden wir uns auf dem Sonnendeck der Victoria Seaways ein, um das Auslaufen live mitzuerleben. Auch der nächste Tag auf See erfreut uns mit Sonnenschein an Deck der Fähre. Wir begegnen der Color Line auf ihrem Weg nach Oslo und schon bald erreichen wir die Kieler Bucht. Spätestens in Kiel wird uns bewusst, dass unsere Baltikum-Tour jetzt leider zu Ende ist. Nach weiteren 330 Kilometern erreichen wir wieder unsere Heimat Ostfriesland.